Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um kleine Aerodynamik-Updates am M2. Was ich hier vorbereitet habe, ist einfach, damit ihr mal seht, wie lange das bei mir dauert, bis so ein fertiges Werkstück dann am Ende bei rauskommt. Wie gesagt, es geht jetzt hier um Aerodynamik-Upgrades. Ich bin kein Aerodynamiker und ich habe auch keine Möglichkeit zu testen, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich habe mir nur was überlegt in Anlehnung an Porsche GT3 RS. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich blende jetzt mal ein Bild ein. Da gibt es ja auch solche Finnen am GT3 RS auf dem Dach, die die Luft oder den Luftstrom ein bisschen besser in Richtung Heckspoiler leiten sollen. Und sowas habe ich mir überlegt auch für den M2. Und zwar möchte ich dafür die Befestigung der Dachhalterung am M2 verwenden, also die Standardbefestigungspunkte. Da haben wir am Dach, ich zeige euch das gleich, 4 Punkte, 2 hinten, 2 vorne, wo man eine M6-Schraube eindrehen kann. Und das habe ich hier dann auch in meinem Werkstück, in meinem Aeroflap so vorgesehen. Man kann das dann mit einer entsprechenden M6-Schraube fixieren. Und hier, wie gesagt, so die Iterationsschritte. Erstmal habe ich mit einem kleinen Block angefangen, um zu gucken, ob die Maße stimmen, dass ich in diese Aussparung im Dach das einsetzen kann. Dann habe ich es ein bisschen länger gemacht, um zu gucken, wie das ist wegen der Überlappung und ob das alles funktioniert. Dann eine Version, wo ich eine Aussparung vorsehe für das Scharnier. Da ist so ein kleines Scharnier rechts und links, um an diesen Befestigungspunkt zu kommen. Dann noch eine längere Variante und noch eine längere Variante. Hier dann mit einem entsprechend zentrierten Ansatz. Also das bedeutet, wenn ihr das dann gleich seht, dass am Dach eben eine Aussparung da ist und dieses Gegenstück perfekt in die Aussparung passt, auch von der Tiefe, dass es sozusagen nicht zu tief ist oder beziehungsweise nicht zu viel Material hat, sodass das Bauteil nachher nicht übersteht, sondern eben schön plan aufsitzt. Dann habe ich andere Materialien versucht, also ich habe eine PLA-Version und eine TPU-Version. Ich persönlich werde auf jeden Fall die TPU-Version fahren. Ich werde das auch nicht permanent verbaut lassen, sondern nur für die Trackdays. Es geht ja super einfach. Diese Klappe hoch, das Ding einschrauben, rechts und links, jeweils hinten am Fahrzeug, um den Luftstrom zum Heckspoiler ein bisschen besser zu bündeln, so zumindest die Idee. Und das TPU ist jetzt von der Oberflächenbeschaffenheit oder von dem Oberflächenfinish nicht ganz so schön wie zum Beispiel PLA. Aber das PLA ist natürlich deutlich steifer, das heißt, das lässt sich schlechter verbiegen oder weniger verbiegen, wohingegen das TPU schön flexibel ist. Und ihr werdet das sehen, die Dachhaut ist an der Stelle so leicht gewölbt. Bedeutet, ich werde dann hier hinten so ein kleines viereckiges, doppelseitiges Klebebandstückchen drauf machen, dass ich den Flap eben auch hinten an diese Wölbung anpassen kann. Und wie gesagt, dann kann man das mit der Schraube und ein bisschen doppelseitigem Klebeband, erfüllt das den Zweck, eben die Luft zu leiten. Und wie gesagt, dann habe ich verschiedene Versionen ausprobiert. Hier so eine angeschrägte Version, wo eben die Finne so eine leichte Doppelschräge hat und nicht komplett schräg ist. Und am Ende in der finalen Version bin ich aber auf so eine ganz klassische schräge Konstruktion gegangen. Ich blende euch jetzt auch nochmal das CAD-Modell ein. Ich habe das, wie gesagt, mit FreeCAD wieder erstellt. Ich nutze da eigentlich immer FreeCAD, um eben diese beiden Varianten zu bauen. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir einmal ans Auto, wofür das jetzt genau gedacht ist, wie ihr das montiert. Denn ich habe mir überlegt, ich packe auch in die Videobeschreibung unten einen Link. Wenn ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr so ein Set bei eBay Kleinanzeigen kaufen bei mir. Ich denke mal, ich werde so circa eine Woche brauchen. Also wenn ihr das dann bei eBay Kleinanzeigen, wenn ihr euch da meldet und mir das sagt, dann denke ich, dauert das so eine Woche, bis ich das Set gedruckt habe und euch schicke. Was dann im Set dabei ist, sind eben 2 so Flaps, einmal für links, einmal für rechts, eine entsprechende rostfreie oder 2 entsprechend rostfreie M6-Schrauben mit der richtigen Länge, dass ihr es fixieren könnt. Und bei der PLA-Version eben hier hinten so 2 Patches mit doppelseitigem Klebeband. Wenn ihr wollt, könnt ihr das dann eben nutzen, um es noch ein bisschen an die Dachkontur anzupassen. Oder wenn ihr es nicht nutzen wollt, ihr werdet es sehen, so richtig viel Abstand ist da auch nicht. Und wenn der Fahrtwind kommt und auch von oben vielleicht ein bisschen Druck entsteht, wahrscheinlich wird man dieses doppelseitige Klebeband gar nicht brauchen. Es geht ja auch nur darum, den Luftstrom zu führen. Aber wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr mich auf der einen Seite ein bisschen unterstützen. Auf der anderen Seite kriegt ihr eben ein kleines Ergänzungsstückchen für eure Trackday-Einsätze. Ob es wirklich was hilft, wie gesagt, kann ich leider nicht sagen. Bin kein Aerodynamiker. Aber wenn die das bei Porsche machen, die wissen ja schon, was sie tun.
insofern, die Grundidee wird schon sinnvoll sein. Ihr seht das auch, ich habe hier vorne die Kontur sozusagen auch entsprechend angeschrägt, dass dann das Ganze wirklich schön der Wind hier drüber gleiten kann. Ja, und jetzt hätte ich gesagt, wir gucken mal ans Fahrzeug, für welche Stelle das Ganze gedacht ist. So, jetzt noch ein kleiner Nachtrag, und zwar, ich habe, wie ihr sehen könnt, das ist ja das Modell, was ihr eben gesehen habt, gerade und einmal eben für die Fahrerseite, also links in Fahrtrichtung gesehen und einmal für die Beifahrerseite rechts in Fahrtrichtung gesehen. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit, ich denke, man kann das ganz gut erkennen, nochmal ein Modell gemacht, wo hier hinten ein bisschen gebogen ist, damit sich das an die Form oder die Kontur von der Dachhaut besser anschmiegt. So spart ihr euch, dass ihr hier, wenn ihr euch dafür entscheidet, eine PLA-Version haben zu wollen oder eine ABS-Version, also TPU werde ich jetzt nicht mehr anbieten, weil ja, das macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich jetzt das so schön an die Dachform angepasst habe, das mit TPU zu drucken. Deswegen, also zur Verfügung, steht dann aber auch in der Kleinanzeige, könnt ihr eben wählen zwischen ABS und PLA. Bei PLA müsst ihr halt immer bedenken, wenn ihr das montiert lassen solltet und das Fahrzeug steht in der prallen Sonne, bei PLA, kann es sein, je nachdem wie viel Sonne da drauf knallt, dass das Material weich wird und sich verformt. Bei ABS sollte das nicht der Fall sein. Wenn ihr das so nutzt, wie ich das vorhabe, dass ihr das ohnehin nur für den Track Day montiert, auf der Rennstrecke ist genug Luft da, da wird das nicht passieren, dass sich das PLA verformt. Das nur als Hinweis. PLA, finde ich, hat eine etwas schönere Oberfläche als jetzt ABS, aber dafür ist es halt nicht ganz so hitzeresistent. Das müsst ihr halt im Hinterkopf haben. Vielleicht biete ich dann auch irgendwie noch Carbon verstärktes Ding oder so an. Aber das schaut einfach in die Kleinanzeige, da schreibe ich das dann rein. Auf jeden Fall werde ich es anbieten, dass ihr es bestellen könnt. Und ihr könnt dann auswählen, welches Material. Wie gesagt, die neueste Version hat jetzt eben hier so einen Bogen und unterscheidet sich damit von der Version, die wir eben gesehen haben. Ich blende jetzt auch nochmal das neue CAD-Modell ein, sowohl für links als auch für den rechten Flap. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir mal am Auto wegen der Passgenauigkeit. Die hat sich jetzt nicht geändert. Wir nehmen also hier das Teil. Ich habe jetzt hier das Ganze entsprechend schon geöffnet. Und dann kann man das hier wunderbar einsetzen. Ihr seht, das wirklich passt super. Ja. Auch von der Lochposition ist das genau mittig. Da kann man überhaupt nichts sagen. Aber hier ist eben das Problem, dass das leicht absteht. Und jetzt nehmen wir die neue Version. Einmal hier die Schraube raus. Im Set ist dann jeweils links und rechts dabei und jeweils 2 Schrauben, also für jede Seite eine Schraube und so ein kleines Patch, doppelseitiges Klebeband, wenn ihr es verwenden wollt, weil ihr werdet gleich sehen, 1000%ig habe ich es jetzt nicht an die Form anpassen können, aber wir sind schon extrem gut unterwegs. So, und wenn wir uns das jetzt anschauen, also da ist noch ein Mühe an Spalt. Es ist jetzt auch schwierig, das zu erkennen. Ich denke, hier sieht man, dass da noch so ein Mühspalt ist. Und das könntet ihr dann eben mit einem doppelseitigen Klebeband noch verhindern, wenn ihr wolltet. Aber eigentlich passt das sehr, sehr gut. Jetzt haben wir das angesetzt. Dann nehmen wir hier unsere M6-Schraube. Führen die hier einmal ein. Das Ganze, wie gesagt, habe ich so konstruiert, dass die Schraube auch leicht versenkt ist. Sie ist nicht komplett versenkt, dafür war nicht genug Material da, also nicht genug Höhe im Bauteil. Wenn euch das irgendwie Sorgen macht wegen Verwirbelung oder so, könntet ihr theoretisch noch ein kleines bisschen Klebeband drüber kleben. Aber hier habt ihr ja ohnehin Verwirbelungen, da diese Klappe immer offen steht. Die würde ich auch nicht abbrechen oder wegmachen. Und ja, so ist jetzt die fertige montierte Version. Das sitzt hier auch, klar, es hat ein bisschen Spiel, aber wie gesagt, wenn da viel Wind kommt, dann biegt sich das maximal so ein ganz kleines bisschen. Und es sitzt jetzt eben hier wirklich schön flach auf der Dachhaut auf. Es ist schwierig zu fokussieren, aber es ist so, dass es flach aufliegt. Vielleicht schauen wir es uns von der Seite an, da kann man es noch ein bisschen besser erkennen. Liegt richtig schön auf. Also das ist wirklich eine feine Sache. Und jetzt noch ein kleiner Tipp, bevor ihr das Ganze hier jetzt so wie bei mir gesehen eindreht, müsst ihr bitte daran denken, das Ganze ist von Werk ab lackiert. Ich baue das hier nochmal schnell raus. Ihr seht auch, es geht wirklich schnell. Ja? Also das besteht eigentlich kein Grund, das dauerhaft montiert zu lassen. TÜV-technisch sollte das auch kein Problem sein.
da das ja Dach ist und dementsprechend Zuladung und ja, aber wie gesagt, kein Gutachten und nichts. Ich würde es einfach nur auf der Rennstrecke nutzen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und wie gesagt, bevor ihr jetzt anfangt, da einfach eine Schraube reinzudrehen, nehmt bitte einen M6 Gewindeschneider und schneidet das Gewinde nach. Da, wie gesagt, das hier lackiert wurde, dient als Schutz, damit das nicht rostet. Bedeutet aber, da ist jetzt natürlich Lack drin und das Gewinde ist nicht 100% frei. Das heißt, erst einmal mit dem Gewindeschneider sauber machen und dann eindrehen. Ich blende euch jetzt mal ein, wie das aussieht, wenn ihr das mit dem Gewindeschneider entsprechend säubert. Das ist wichtig. So, jetzt habe ich die Kamera noch ein bisschen höher positioniert. Jetzt müsstet ihr das sehen können. Hier ist, wie gesagt, so eine kleine Lasche. Da könnt ihr entweder mit dem Fingernagel reingehen oder mit so einem Plastik, ja, Karosserieteile-Entferner. Auf jeden Fall nicht mit dem Schraubenzieher, weil ja, sonst verkratzt ihr euch da den Lack. Und dann ist hier drin eine M6-Schraube. Und da würde ich, weil das Ganze ja von Werk ab lackiert ist, also wie gesagt, das sind die Standardbefestigungspunkte. Ihr habt jeweils am Heck hier auf der Seite ein und gegenüberliegend nochmal ein und an der Front eben auch jeweils 2 pro Seite einen. Das sind die Standardbefestigungspunkte, wenn ihr so eine Dachbox oder was weiß ich da irgendwas draufschnallen wollt. Dafür sind die eben da. Und wie gesagt, dadurch, dass die halt leicht mitlackiert sind, hat den Hintergrund, wenn das nicht mitlackiert wäre, das Gewinde, hier kommt ja immer Feuchtigkeit hin, würde das anfangen zu rosten. Wenn wir jetzt aber eine Schraube da reindrehen wollen und das ist ein Gewinde, was lackiert ist, dann besteht die Gefahr, dass wir entweder die Schraube verniesknaddeln oder im schlimmsten Fall das Gewinde verniesknaddeln. Beides will man nicht. Man will auch, dass die Schraube ja schön und sauber ins Gewinde geht. Bedeutet, da würde ich euch empfehlen, einen M6 Gewindeschneider zu nehmen. Der hat ja hier an der Seite immer so Aussparungen und der holt dann den Dreck raus. Das habe ich auch schon gemacht auf beiden Seiten. Ich zeige es euch nur noch mal. Den setzt ihr dann hier an im Gewinde und wie gesagt, schneidet das Gewinde. Also es geht ja eigentlich gar nicht darum, das Gewinde nachzuschneiden, sondern es geht, ihr seht auch, wie schön leicht der läuft. Es geht einfach darum, dass wir jetzt diesen Dreck oder beziehungsweise diese Lackierreste, die sich noch im Gewinde befinden, dass wir die jetzt entfernen, bevor wir eine Schraube eindrehen. Wie gesagt, das ist sehr wichtig, sonst könnte es eben sein, dass ihr euch das Gewinde kaputt macht und das wollt ihr nicht, weil dann könnt ihr da eben entsprechend nichts mehr anbringen oder es wird eben schwieriger oder müsst ausbohren, Helicoil. Also ja, deswegen am besten mit einem Gewindeschneider M6 eben diesen Dreck da rausschneiden und dann könnt ihr das problemlos nutzen. Weiterer Hinweis meinerseits, wenn ihr das gemacht habt, also auch wenn ihr das, unabhängig jetzt, ob ihr das bei meinem Flap sozusagen verwendet, diesen Verschraubpunkt oder bei einer Dachbox, dadurch, dass ihr ja dann diese Lackschicht aus dem Gewinde entfernt, passiert genau das, wovon ich am Anfang gesprochen habe. Dann besteht eben die Gefahr, dass das anfängt zu rosten, zumindest wenn das Auto draußen steht und eben Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Bedeutet, wenn ihr das jetzt einmal nachgeschnitten oder halt einfach in einer anderen Konstellation das Gewinde mal benutzt habt, würde ich euch immer empfehlen, wenn ihr, was auch immer ihr da montiert habt, wieder abmontiert, dass ihr so einen kleinen Tropfen Wachs oder so da reinmacht, damit das eben nicht rostet. Oder ihr macht ein bisschen Wachs in ein Gefäß, geht mit dem Pinselchen rein in das Gefäß und macht dann mit dem Wachspinsel hier im Gewinde und ein bisschen um Gewinde einfach Wachs hin. Dann wird das Wasser abgehalten und dann kann sich da kein Rost bilden. Also darauf würde ich auf jeden Fall achten an eurer Stelle. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das, wie gesagt, gereinigt habe mit dem Gewindeschneider. Solltet ihr auf beiden Seiten machen, rechts und links, bevor ihr das eindreht. Und wie erwähnt, nachdem ihr es wieder abgebaut habt und die Schraube hier rausgedreht ist, würde ich empfehlen, hier mit so ein bisschen Hohlraumversiegelung, mit so einem Wachs in das Gewinde reinzupinseln. Oder aber, wenn ihr es montiert lasst, würde ich auch empfehlen, vor dem Eindrehen einfach beim längeren montiert lassen, würde ich auch empfehlen, ein bisschen Hohlraumversiegelung oder Hohlraumwachs in das Gewinde einzuführen. Also wie gesagt, entweder kurz reinsprühen oder halt mit einem Pinsel, damit da nichts anfängt zu rosten, sonst wäre das echt eklig. So, jetzt hätte ich gesagt, ich montiere den Flap nochmal, dann gucken wir es uns nochmal an. So, jetzt habe ich den Flap wieder montiert und wie gesagt, sitzt perfekt auf, ist auch schön stabil und soll eben im Idealfall jetzt Luft, die hier anströmt, ein bisschen in Richtung Heckspoiler leiten, dass die Luft jetzt nicht hier den geringsten Weg geht und hier dran vorbeiströmt, sondern eben wie beim Porsche GT3 RS ein bisschen mehr das in Richtung Heckflügel leitet. Jetzt macht das natürlich nur dann besonders viel Sinn, wenn man entweder einen kleinen Gurney hat oder eben wie bei mir diesen M-Performance Heckspoiler oder irgendeinen anderen. Ich denk nur mit diesem Mini-Flügel, der original dabei ist, weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt. Wie gesagt, bin auch kein Aerodynamiker, keine Ahnung, ob das auch etwas bringt, aber wenn die das bei Porsche machen, wie gesagt, wird das schon
irgendeine Art von Sinn haben. Ich glaube nicht, dass sie das bei Porsche einfach aus Jux und Dollerei machen. Und so habt ihr eben wirklich eine Modifikation. Ihr müsst nichts am Fahrzeug verändern. Es ist ein Standardbefestigungspunkt. Ihr bekommt das, ihr schneidet die Gewinde einmal nach, damit die sauber sind. Ihr bringt den Flap an und das war's. Und wie gesagt, beim Trackday montieren und ansonsten demontieren. Und meines Kenntniswissens oder meines Kenntnisstands nach ist, was man hier auf dem Dach montiert, auch nicht TÜV-relevant, vor allem nicht solche Teile. Das gilt dann einfach als Zuladung und da gibt es wohl angeblich eben keine Einschränkungen. Aber wie gesagt, um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich es einfach nur für einen Trackday montieren. Und jetzt hätte ich gesagt, zeige ich euch noch, wie ich die andere Seite montiere, beziehungsweise ich montiere noch die andere Seite in Stillarbeit und dann zeige ich euch jetzt noch mal ein paar Aufnahmen. Ich habe so ein anamorphes Objektiv und mache hier ein bisschen Slow Motion noch rein, dass ihr noch mal ein bisschen Detailaufnahmen seht von dem, wie es aussieht. Und wenn ihr, wie gesagt, Interesse daran habt, auch so ein Set zu bekommen, schaut in die Videobeschreibung, da habe ich die Anzeige auf eBay Kleinanzeigen verlinkt. Schreibt mir einfach rein, welches Material, dann drucke ich euch das. Auch kompatibel ist es zum Beispiel mit dem M4 der F-Serie. Ich habe ja noch so ein GTS, da sind die gleichen Halterpunkte, da kann man das genauso verwenden. Also F-Serie-Modelle hätte ich jetzt mal vermutet, zumindest M-seitig, sind die Verankerungspunkte identisch und sollte passen. Wie das mit G-Serie und anderen Modellen aussieht, weiß ich nicht. Da könnte ja auch die Dachwölbung gegebenenfalls wieder eine andere sein. Das ja, muss man dann halt ausprobieren oder in Erfahrung bringen. Ich kann euch das nicht sagen. Für die F-Serie M-Modelle sollte das funktionieren. M4 kein Problem, M2 Competition kein Problem. Der normale M2 hat ja auch die gleiche Dachform, also das sollte passen. Insofern, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Jetzt folgt, wie gesagt, noch ein bisschen Aufnahmen in Slow Motion, um das Ganze ein bisschen schöner hervorzuheben. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao! I just booked our flights. Let's go see a show in Mexico, yeah. Laugh and dance all night. We should fly right over the sea. Take my hand to another land, girl, just you and me. Breakfast here and dinner there, we flow with the breeze. We can do this anywhere, never place you wanna see, yeah. Few days in Tokyo, weekend in Spain. Out there in Ibiza, chillin' all day with your feet up. Don't matter where we go, always stays the same. I got you and you got me, girl. That'll never change. That'll never change. We should ride a bike round Amsterdam. Feel the breeze taking the sights. Hand in hand through the streets.